Ich schildere euch mal ein Beispiel. Ich kritisierte mal Friedrich Merz während einer Rede von ihm, die er da gehalten hat, dass er und die Union einfach sämtliche AfD-Forderungen zur Migrationsbegrenzung kopieren und so tun, als seien das originäre CDU-Punkte. Dabei hatte die Union ja unsere Forderung nicht nur immer abgelehnt, sie war programmatisch in Sachen Migrationsbegrenzung selbst ja völlig hohl und leer. Und genau das war mein Zwischenruf gegen Merz. Ich habe gerufen, Sie schreiben ja ab, Sie sind hohl. Und dafür bekam ich einen Ordnungsruf. Hey Leute, stellt euch mal vor, ihr seid im Bundestag und jedes Mal, wenn die AfD das Wort ergreift, gibt's gleich einen Ordnungsruf. Und das für Dinge, die wirklich absurd sind. Aber die Altparteien, die dürfen die AfD beleidigen, ohne dass jemand nur mit den Wimpern zuckt. Gerade gestern wurde das wieder ganz deutlich. Bernd Baumann hat klargemacht, wie systematisch gegen die AfD geschossen wird. Das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland startet eine Hetzkampagne und setzt die AfD mit den Nazis gleich. Ja, ihr habt richtig gehört. Von allen Seiten wird gegen die AfD gewettert, während die Altparteien sich schön zurücklehnen und davon kommen. Ihr wollt wissen, was wirklich im Bundestag abgeht? Dann bleibt dran, das wird heftig. Auf geht's! Ja, liebe Freunde, die entscheidende Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Sie kann jetzt ganz schnell kommen. Die Angst der anderen ist groß, dass Deutschlands Wähler die AfD sehr stark machen werden. Die anderen Parteien greifen jetzt zu immer übleren Tricks und übleren Kampagnen gegen die AfD. Gestern war so eine Kampagne, an der sogar die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD teilnahm. Und ich beleuchte euch jetzt mal minutiös die Hintergründe, wie so eine Geschichte mit getürkten Informationen von Deutschlands höchster Stelle aus eingefädelt wird und wie dann praktisch alle linksgrünen Leitmedien im Minutentakt darauf einsteigen, gegen die AfD. Medial ausgelöst hat die Kampagne das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine linke Journalistentruppe, an der ist die SPD als Eigentümer auch noch selbst beteiligt. Und in einem Artikel dieses Redaktionsnetzwerks wurde gestern früh behauptet, man kann es kaum glauben, so eine Niedertracht, die parlamentarische Arbeit der AfD im Bundestag folge direkt einem Nazi-Plan, wörtlich. Die AfD arbeitet nach dem Vorbild der NSDAP in den 20er und 30er Jahren. Sie wolle den Parlamentarismus im Bundestag selbst bekämpfen und das parlamentarische System diskreditieren auf diese Weise. Das ist so schmutzig und unglaublich, dass man es zweimal lesen muss. Und Ausgangspunkt für die kruden Thesen dieses Artikels ist allein eine Statistik, nach der die AfD weit mehr Ordnungsrufe im Plenum kassiert als alle anderen. Und schon die NSDAP habe ja viele Ordnungsrufe kassiert, um das demokratische System zu bekämpfen. Dabei muss man wissen, diese heutige Statistik der Ordnungsrufe ist völlig einseitig erstellt und insoweit manipuliert. Ich selbst habe im Ältestenrat des Bundestages mehrfach diese große Einseitigkeit kritisiert, mit der gegen AfD-Abgeordnete Ordnungsrufe verhängt werden, gegen Abgeordnete anderen Fraktionen aber nicht. Und nur so kommt diese völlig schiefe Statistik überhaupt zustande. Ich schildere euch mal ein Beispiel. Ich kritisierte mal Friedrich Merz während einer Rede von ihm, die er da gehalten hat, dass er und die Union einfach sämtliche AfD-Forderungen zur Migrationsbegrenzung kopieren und so tun, als seien das originäre CDU-Punkte. Dabei hatte die Union ja unsere Forderung nicht nur immer abgelehnt, sie war programmatisch in Sachen Migrationsbegrenzung selbst ja völlig hohl und leer. Und genau das war mein Zwischenruf gegen Merz. Ich habe gerufen, Sie schreiben ja ab, Sie sind hohl. Und dafür bekam ich einen Ordnungsruf. Hier nochmal mein Zwischenruf, der ist auch genauso im offiziellen Bundestagsprotokoll vermerkt, kann jeder nachlesen. Machen dagegen die anderen Fraktionen gegen AfD-Redner Zwischenrufe, bleibt das oft völlig ungeahndet.
Zum Beispiel hier während einer Rede meines Parteifreundes Martin Sichert. Da ruft einfach ein anderer Abgeordneter laut rein, Sie haben ja den Intelligenzquotienten eines Gartenzwergs. Und das steht auch genauso im offiziellen Protokoll des Bundestages. Aber es gibt keinen Ordnungsruf. Gegen die AfD darf beleidigt, gehetzt, gepöbelt werden, allzu oft ohne Sanktionen. Und erst das ist das wahre Bild. Wie oft wird die AfD im Plenum von den anderen in Zusammenhang gebracht mit Nazi-Verbrechern, Völkermordgräueln, Deportationslügen und so weiter. Schlimmer kann man demokratisch gewählte Abgeordnete gar nicht beleidigen und herabsetzen. Auch, und das kommt noch dazu, sehr viele Redner der anderen beginnen ihre Reden von vornherein mit der Begrüßung, liebe Abgeordnete der demokratischen Parteien. Sie suggerieren so offen, jeder versteht das auch genauso, dass die AfD nicht dazu gehört. So wollen sie der AfD und ihren Millionen Wählern von vornherein jeden Respekt absprechen. Was schafft das allein für ein feindseliges Klima im Plenum und heizt diese ganze Stimmung auf? Und bei all diesen Wortgefechten ist entscheidend, wer im Bundestag die Ordnungsrufe erteilt. Und das macht das Bundestagspräsidium. Also die Präsidentin Bärbel Baas von der SPD und die Vizepräsidenten von allen anderen Fraktionen. Nur der AfD wird ein Vizepräsident vorenthalten. Und man ahnt auch an diesem Beispiel, aus welchen Gründen das passiert. Denn das Präsidium hat im Plenum die alleinige Macht, auch über die so getürkten Statistiken, wenn man denn will, und sowas kreieren will. Und mit diesem konstruierten Material wird dann eine breite Medienkampagne losgetreten. Und genau das ist passiert. Gestern um 0 Uhr kommt das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dieser Story heraus, von Ordnungsrufen bis zur NSDAP-Gleichsetzung. Dann um 0:23 Uhr übernimmt die Zeit die Schmutzkampagne vollumfänglich. Alles drin, alles dran. Dann kommt die Frankfurter Allgemeine Zeitung um 4:46 Uhr. Sie steigt ein mit allem, was sie hat, ändert nicht mehr die Headline groß und nimmt auch das gleiche Bild wie das sogenannte Redaktionsnetzwerk. Und natürlich schließt sich auch die ARD an. Die Tagesschau verbreitet diese Meinungsmacher auf allen Kanälen ab 8:46 Uhr. Und damit über den ganzen Kampagnentag auch schön verteilt die Kampagne läuft, steigt der Spiegel ein um 14:20 Uhr mit allen seinen Kanälen. Und dann kommen immer weitere noch dazu. Und weder das Redaktionsnetzwerk Deutschland, noch die FAZ, noch die Zeit, ARD, Spiegel und alle anderen, niemand fragt die AfD auch nur mal an, zu den Vorwürfen gegen sie Stellung zu nehmen. Das wäre aber das Mindestmaß ehrlicher journalistischer Arbeit. Aber das macht niemand. Und auch das zeigt den bewusst gewollten, nackten Kampagnencharakter der ganzen Sache. Ja, liebe Freunde, so läuft in Deutschland eine schmutzige Medienkampagne von ganz oben bis unten, wenn man denn maximal Lügen und der AfD schaden will. Ich habe mich als erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag früh gegen diese einseitigen Manipulation der Ordnungsrufstatistik beschwert. Und der richtige Ort dafür ist der Ältestenrat des Bundestages, in dem ich auch sitze. Und in den Protokollen des Ältestenrates kann man meine frühen Beschwerden nachlesen, eine nach der anderen. Aber auch im Ältestenrat treffe ich auf die geschlossene Phalanx von Bundestagspräsidentin und den Vizepräsidenten, die da auch alle sitzen. Und diese Damen und Herren weisen mich dann zurück und meine Kritik kalt lächelnd. Herr Baumann, Sie wollen unsere Neutralität anzweifeln? Und die Präsidentin Frau Baas von der SPD sagt dann, auch das kann man im Protokoll nachlesen, Herr Baumann, die Erteilung von Ordnungsrufen liegt allein im Ermessen der Präsidenten. Im Ermessen der Präsidenten. Können machen, was sie wollen praktisch. Mit herablassender Verachtung lassen Sie mich so spüren, Sie haben die alleinige Macht im Plenum, niemand sonst. Also was rede ich hier im Ältestenrat sinnlos rum? So läuft das ab. Das ist die Wahrheit in dieser Republik. Die wirkliche Polarisierung geht von diesem linksgrünen Establishment aus. Seinen Parteien im Bundestag und seinen Leitmedien in der Öffentlichkeit. Beide arbeiten, wie beim gestrigen Sudelartikel gegen die AfD, eng zusammen. Mit übelster Nazisprechweise, mit verdrehten Fakten, aber mit maximaler Medienreichweite.
und ist genau dieses linksgrüne Establishment, das immer mehr Wähler in Deutschland nicht mehr ertragen können, ertragen wollen. Sie haben die Nase voll von diesen linksgrün blasierten Machtkadern, die sich mit immer schmutzigeren Mitteln gegen ihre Abwahl stemmen. Und ich sage mal voraus, auch der sogenannte Verfassungsschutz, der ja der Innenministerin Faeser direkt unterstellt ist, das steht so im Verfassungsschutzgesetz, kann jeder nachlesen. Ich gehe davon aus, dass dieser Verfassungsschutz diese Räuberpistole gegen die AfD aufgreifen wird als Pseudobeleg. Was mir allein in dieser ganzen Situation Hoffnung macht gegen diese Phalanx ist, dass wir ja trotzdem vorankommen. Und Deutschland hat einen Aufstieg verdient, einen neuen. Aber dafür müssen immer mehr Wähler da draußen diesen ganzen miesen Zirkus durchschauen. Sie müssen wissen, wie solche Kampagnen ablaufen. Am Beispiel jetzt, wie die gestern abgelaufen ist, im Detail. Deswegen lasst uns auch aus diesem Video eine Art Gegenkampagne machen, eine Aufklärungskampagne, die möglichst viele Wähler mitkriegen. Und immer mehr Wähler glauben dann den ganzen Schwachsinn nicht mehr und wählen gerade deshalb die AfD. Ich werde auch in Zukunft alle solche Hintergründe minutiös beleuchten aus dem Bundestag und den Medien und euch darüber hautnah aus erster Quelle berichten. Die Kreuze klar für